Hallo und willkommen zu meinem Video. Ich vergleiche hier zwei Fahrräder. Ich habe hier das Rose Bonero in der Größe XXL in zwei Varianten stehen. Einmal das Rose Bonero 3 und einmal das Rose Bonero 2. Und ich möchte euch hier in zwei Videos die Unterschiede dieser beiden Fahrräder erklären. In diesem Video geht es ganz konkret um die technischen Spezifikationen und um die Unterschiede auf dem Papier. In dem Folgevideo wird es um die Erfahrung beim Fahren gehen. Also wenn euch das Folgevideo interessiert, lasst gerne ein Abo da, dass ihr nichts verpasst. Vorweg, ich habe keine Beziehung zu Rose. Ich habe die Fahrräder privat gekauft und von meinem eigenen Geld bezahlt. Ich habe keinen Einblick in die Produktstrategie. Das heißt, die Fahrräder sind so, wie sie zu mir gekommen sind, wie ich sie gekauft habe. Wenn die Fahrräder, solltet ihr sie bestellen und sie kommen anders zu euch als hier beschrieben, da habe ich keinen Einfluss drauf. Also wenn ihr euch für so ein Fahrrad interessiert, ist es hilfreich, dass ihr euch vorweg die technischen Daten anschaut und schaut, ob die vergleichbar sind mit dem, was ihr hier seht. Beide Fahrräder sind im Jahr 2024 gekauft. Dieses ist im März gekauft worden und das ist im Juni gekauft worden. Was ist meine Motivation? Warum habe ich überhaupt zweimal das gleiche Fahrrad gekauft? Der Grund ist der, dass ich das erste Fahrrad, das Rose Bonero 3, als Trailrad sukzessiv aufgebaut habe. Das heißt, ich habe jetzt hier Enduro-Reifen drauf und habe Flat Pedals drauf. Und dieses hier, auf das habe ich Cross-Country-Räder drauf gebaut. Das ist eher so für den Alltagsgebrauch, um mal die kurze Runde nach Feierabend zu fahren oder eben mit der Family zu fahren. Ich habe vorweg mich informiert und habe eine Alternative gesucht und habe kein Cross-Country-Bike, was wahrscheinlich ideal wäre, in meiner Größe im verfügbaren Preissegment gefunden. Bevor wir über Unterschiede reden, sollten wir über Gleichteile reden. Sowohl Rahmen, Cockpit, Sattelstütze und Sattel als auch Steuersatz sind identisch bei beiden Fahrrädern. Beide Fahrräder machen tierisch viel Spaß, fahren sich absolut gleich durch die gleichen Komponenten und es ist absolut cool mit beiden Rädern. Kommen wir zur Schaltung und Antrieb. Beide Fahrräder haben unterschiedliche Schaltungen und Antrieb. Das Rose Bonero 2 ist komplett mit einer Shimano Deore, das ist die Einsteigergruppe für seriöses Mountainbiking, ausgestattet. Das Rose Bonero 3 ist mit der SRAM GX Eagle ausgestattet. Beide Schaltungen sind gut, beide machen ihren Job. Positiv ist bei dem Bonero 2, dass es vollständig mit einer Shimano Deore Schaltung ausgestattet ist. Hier hat der Hersteller nicht gespart und hat keine niederwertigeren Komponenten verbaut. Bei dem Bonero 3 ist die SRAM GX Eagle fast vollständig verbaut, lediglich die Kurbel ist eine Truvativ. Beide Schaltungen haben ihre Vor- und Nachteile. Die GX Eagle scheint etwas präziser zu schalten als die Shimano Deore. Die Shimano Deore ist von den Ersatzteilen günstiger. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ein Ersatz-Ritzelkassette kostet bei der Shimano Deore in der UVP in etwa 110 € und bei der GX Eagle etwa 244 €. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Shimano Deore deutlich schwerer ist. Das dürfte auch den großen Unterschied im Gewicht zwischen dem Bonero 2 und dem Bonero 3 liegen, was in der Größe M in etwa angegeben bei 400 Gramm Gewichtsunterschied liegt. Kommen wir zu den Bremsen. Das Rose Bonero 2 hat Shimano Deore Bremsen verbaut, vorne mit 4 Kolben, hinten mit 2 Kolben. Die Bremse macht einen erstaunlich hochwertigen Eindruck. Die Bremsscheiben sind mit 203 mm vorne und 180 mm hinten großzügig ausgelegt. Die Bremsscheiben sind RT66 Bremsscheiben aus Vollstahl. Das Rose Bonero 3 kommt mit Formula Cura 4 Bremsen vorne und Formula Cura 2 Bremsen hinten, also 4 und 2 Kolben, ebenfalls mit 203 und 180 mm Bremsscheiben. Die Bremsscheiben sind ebenfalls aus Vollstahl von Formula. Die beiden Fahrräder unterscheiden sich auch in den Gabeln. Das Rose Bonero 2 ist mit der RockShox Pike Select ausgestattet. Das Rose Bonero 3 ist mit der RockShox Pike Select Plus ausgestattet. Die Gabeln unterscheiden sich wie folgt, dass das
Rose Bonero 2 mit der Charger RC Kartusche ausgestattet ist und das Rose Bonero 3 mit der Charger 3 Kartusche. Der Unterschied ist der, dass die Charger 3 Kartusche eine verstellbare High- und Low-Speed-Kartusche ist. Das heißt, man kann die nach groben Stößen und Vibrationen getrennt einstellen. Beide Federgabeln sind in der Revision C1 verbaut. Ein Hinweis: RockShox hat mittlerweile die Pike Select Plus in der Revision 2 auf dem Markt. Und man sollte wissen, nur weil die RockShox Pike Select Plus eine gute Federgabel ist, heißt das noch lange nicht, dass die Pike Select eine schlechte Federgabel ist. Das Rose Bonero 2 ist mit den Sunringle Duroc 35 und 37 Laufrädern ausgestattet. Das Rose Bonero 3 mit den DT Swiss M1900 Spline Laufrädern. Die Laufräder von Sunringle haben vorne eine Maulweite von 31 mm, hinten von 32 mm. Die Lager sind industriegelagert und die Speichen sind klassisch gebogene Speichen. Der Freilauf ist ein Sperrklinkenfreilauf. Die DT Swiss M1900 haben 30 mm Maulweite, haben gerade Speichen und auch der Freilauf hat ebenfalls Sperrklinken. Da beide Laufräder vergleichbare Werte haben, kann ich nicht sagen, die einen Laufräder sind besser als die anderen. Für DT Swiss dürfte sicherlich das größere Universum an Ersatzteilen von DT Swiss sprechen. Sunringle hat allerdings ebenfalls Ersatzteile und mir fehlen einfach die Langzeiterfahrung bei den beiden Fahrrädern. Ein großes Ding für manchen Mountainbiker ist die Lautstärke des Freilaufs, die unterscheiden sich. So, mein Fazit. Beide Fahrräder sind für ihren Preis mehr als ordentlich ausgestattet. Beide Fahrräder haben keine versteckten Billigteile und sind ihren Preis derzeit wert. Ich habe das hier für 1.299 € gekauft und das für 1.499 €. Ich würde sagen, wenn ihr das Geld habt, würde ich Stand jetzt tatsächlich zu dem Aufpreis aufgrund der hochwertigen Komponenten empfehlen. Allerdings ist das Rose Bonero 2 ebenfalls ein gutes und gut ausgestattetes Fahrrad. In diesem ersten Teil geht es eher um die technischen Daten. Es wird noch einen zweiten Teil mit der Fahrpraxis und der Fahrerfahrung geben. Abonniert mich gerne und dann bekommt ihr das Update mit, wenn dieses zweite Video veröffentlicht ist.